Chicken Korma, Pork Vindaloo, Chana Masala? Blickt ihr da noch durch? Keine Sorge. In diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr für einen Restaurantbesuch in Deutschland oder in Indien wissen müsst. Namaste! Herzlich willkommen bei Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wer ein paar meiner Videos gesehen hat, weiß mittlerweile, es gibt in Indien niemals nur das eine. Genauso ist es auch mit der Küche. Es gibt nicht die indische Küche, auch wenn wir es gerne so nennen. Eigentlich gibt es wenigstens die nordindische Küche, die südindische Küche, die ostindische Küche und die westindische Küche. Indien ist riesengroß und hat im Verlaufe seiner Geschichte viele Einflüsse aus ganz unterschiedlichen Kulturen in die eigene Kultur mit aufgenommen, vor allem bei der Küche. Unter anderem deswegen ist Indiens Küche heute so wahnsinnig vielfältig. Im Norden beispielsweise spürt man auch heute den Einfluss der damaligen Mogulherrschaft und so werden im Norden ganz andere Gewürze und Zutaten verwendet wie in der südindischen Küche. Auch Ost und West unterscheiden sich deutlich. Mal spielt Fisch eine wichtige Rolle, mal Schwein oder Geflügel, manchmal sogar Rind. Und natürlich auch ganz viel Gemüse. Wie schon gesagt, erkennt man im Norden Indiens den Einfluss der Mogulfürsten auch heute noch im Essen. Sie waren Muslime und dadurch dem Fleischkonsum durchaus nicht abgeneigt. Dieses kommt daher oft in üppigen Soßen mit Joghurt, Trockenfrüchten, Nüssen und teuren Gewürzen daher. Und dazu gibt es, anders als im Süden, traditionell gebackenes Fladenbrot. Auch der Tandoori-Ofen kommt aus dem Norden, aus dem Punjab genauer gesagt. Vielleicht seid ihr dem Namen schon mal auf der Speisekarte eines indischen Restaurants in Deutschland begegnet. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist ein traditioneller Lehmofen, in dem Gemüse und Fleisch, aber auch Naanbrot gegart werden. Im Süden hingegen ist das Essen oft etwas simpler und auch fettärmer. Hier spielen vor allem Curryblätter, Kokosmilch und grüne Chilis eine große Rolle. Als Beilage gibt es immer Reis. Der Süden ist einfach zu feucht für das traditionelle indische Brot. Ost- und Westküste hingegen sind sehr bekannt für ihre fischreichen Gerichte. Vor allem natürlich Bengalen und Goa. In Goa ist das Essen eher scharf und in Bengalen eher mild und mit sehr viel Gemüse. Der Wüstenstaat Rajasthan hat hingegen eher sehr viele fleischhaltige Gerichte hervorgebracht, wohingegen Gujarat, also der Nachbarstaat, sehr auf vegetarische Kost setzt. Im Übrigen ist bei indischer Küche oft von Currys die Rede. Das ist einfach nur die landesübliche Bezeichnung für Soße. Es hat also nichts mit der hier erhältlichen Curry-Gewürzmischung zu tun, denn das ist genau das, eine von den Engländern entwickelte Gewürzmischung. Kein Inder würde jemals damit kochen. Könnt ihr euch noch an euren ersten Besuch in einem indischen Restaurant erinnern? Ich jedenfalls war total überfordert mit diesen ganzen fremdländischen Begriffen und ich wusste zuerst überhaupt nicht, was ich mir aussuchen sollte. Deswegen dachte ich mir, ich kläre einfach mal die gängigsten Begriffe auf der Speisekarte eines deutschen indischen Restaurants. Eigentlich sind diese Namen sehr naheliegend, denn sie bezeichnen meistens die Hauptbestandteile des Gerichts. Also bei Alu Gobi zum Beispiel Alu, Kartoffel und Gobi Blumenkohl. Tada, so einfach ist das. Hier die wichtigsten Namen. An erster Stelle kommt Paneer, indischer Frischkäse. Am besten macht man den einfach selbst, das ist nämlich ganz einfach. Mutton bedeutet Lamm oder Ziegenfleisch, hierzulande meistens Lamm. Murg oder Chicken heißt Hühnchen. Purk oder Pork, Schwein. Palak oder Saag, Spinat. Vielleicht habt ihr schon mal Palak Paneer gelesen, das ist also Paneer mit Spinat. Übrigens schmeckt der indische Spinat ganz anders als der deutsche Rahmspinat. Probiert es doch mal. Alu, Kartoffeln, Gobi, Blumenkohl, Baigan, Aubergine, Dal steht für Linsen, Chana für Kichererbsen und Bindi für Okraschoten. Und dann gibt es noch Kofta. Vielleicht kennt ihr türkische Köfte, das sind einfach Fleischbällchen, aber in Indien sind die meistens vegetarisch. Okay, jetzt wissen wir ungefähr Bescheid über die Bestandteile des Essens. Aber was ist denn eigentlich mit diesen anderen Begriffen, die man da noch sieht? Madras, Korma, Shahi, was bedeutet das alles? Keine Sorge, das erkläre ich euch jetzt. Zuallererst mal noch kurz ein Wort zu den Vorspeisen. Es gibt 2 Vorspeisen, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Und zwar sind das Samosas, ein ganz beliebtes Streetfood in Indien. Die haben so eine pyramidenartige Form und sind meistens gefüllt mit einem Dal oder einem Kartoffelpüree mit ganz vielen leckeren Gewürzen und sind frittiert. Daneben gibt es noch Pakoras. Pakoras sind ebenfalls eine Vorspeise und ein beliebtes Streetfood in Indien. Und sie bestehen aus einem Stückchen Gemüse oder Fleisch oder auch Fisch, das in einem Teig aus Kichererbsenmehl eingewickelt und dann scharf frittiert wurde. Sehr, sehr lecker, aber auch sehr, sehr ungesund. Eine ganz wichtige Beilage bei indischem Essen ist überdies Raita.
Das ist Joghurt, den kann man in ganz verschiedenen Varianten und Variationen zubereiten. Meistens kommt er jedoch mit Gurke und Zwiebel und hilft dabei, die Schärfe zu mildern. Ein Gericht, das wahrscheinlich jeder schon mal auf der Speisekarte eines indischen Restaurants gesehen hat, ist Biryani. Biryani ist ein Gericht aus der Mogulküche und das ist gedämpfter Reis mit Gewürzen und Gemüse, manchmal auch mit Fleisch. Sehr, sehr lecker. Dann Tandoori, zum Beispiel Chicken Tandoori. Das bezeichnet ein Essen, das im Tandur, dem indischen Lehmofen, gemacht wurde. Ein Essen mit der Endung Madras bezeichnet ein Gericht, das angeblich aus Tamil Nadu kommt, aber es wird diskutiert, dass es eigentlich auch eher eine englische Erfindung ist, weil es in Indien selber schwer zu bekommen ist. Wird hierzulande meistens recht scharf zubereitet und beinhaltet hauptsächlich Tomaten und Kokosnuss. Der Begriff Korma steht je nach Region für verschiedene Zubereitungsarten. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Variation aus der Mogulküche, welche sehr reichhaltig mit Joghurt und Sahne und Cashews zubereitet wurde. Und generell kann man sagen, dass der Begriff Korma eher für milde Gerichte steht. Ist also eine gute Alternative für diejenigen, die scharfes Essen nicht so gerne mögen. Es bedeutet übrigens in Hindi und Urdu schmoren. Das Beiwort Mughlai bedeutet einfach nur, dass es nach Mogulart, also nach der königlichen Küche der Mogulherrscher Indiens, zubereitet wurde. Shahi bedeutet royal und ist ebenfalls aus der Mogulküche. Ein Shahi-Gericht wird in der Regel mit Tomaten, Zwiebeln, Cashews, Ghee und Sahne zu einer cremigen Soße verarbeitet. Malai steht für Sahne und wird üblicherweise als Malai Kofta serviert. Makhni steht für Butter oder buttrig und ist deshalb meistens sehr reichhaltig und sehr lecker. Es wird statt mit Butter oft auch mit Sahne oder mit Joghurt angereichert. Vindaloo kommt aus Goa bzw. der westlichen Küstenregion und ist sehr fruchtig, aber meistens auch sehr, sehr scharf. Es ist die goanische Variante des portugiesischen Gerichts Vinhadalos und wird eigentlich mit Schweinefleisch serviert. Hierzulande allerdings meistens als Chicken Vindaloo, also mit Hähnchen. Jalfrezi ist ein Gericht aus Bengalen und bedeutet auf Bengalisch scharf frittiert. Das kann alles Mögliche sein: Fleisch, Fisch, Gemüse. Das Wort Tikka ohne Masala hinten dran bedeutet einfach Stückchen. Ein Tikka ist ein Spieß mit zum Beispiel Hähnchenfleisch drauf, welches vorher mariniert und dann gegrillt wurde. Tikka Masala bezeichnet hingegen ein Curry, welches jedoch nicht aus Indien kommt, sondern im England der Nachkriegszeit entstanden ist. Es ist also speziell auf den europäischen Gaumen angepasst und wird üblicherweise mit Tomaten, Sahne und Joghurt zubereitet. Nun aber noch ein paar Tipps zum Restaurantbesuch in Deutschland und in Indien. Also, wenn ihr in ein deutsches indisches Restaurant geht, sollte euch bewusst sein, dass das meiste, was ihr dort bekommt, aus der nordindischen Küche stammt. Warum? Tja, die meisten Restaurantbesitzer in Deutschland sind tatsächlich Nordinder. Genauer genommen Punjabis, denn denen wird nachgesagt, oft sehr unternehmerisch und sehr mutig, was sowas angeht, zu sein, wohingegen die Inder aus dem Süden meistens eher ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger sind. Natürlich gibt es auch Restaurants von Südindern, diese sind aber sehr selten. Und Restaurants, die ausschließlich südindisches Essen anbieten, findet man noch viel seltener. Wenn ihr euch noch nicht so auskennt mit indischem Essen und vieles Verschiedenes probieren wollt, dann kann ich euch empfehlen, mal einen Thali auszuprobieren. Thali bedeutet einfach Teller auf Hindi und auf diesem befinden sich 2 bis 3 Hauptgerichte zusammen mit einem großen Berg Reis und etwas Brot, sowie manchmal Vorspeisen, eine Nachspeise, Raita ist meistens dabei und ein Papad. Alternativ könntet ihr auch einfach, wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid, es genau so machen, wie die Inder in Indien das auch tun, nämlich jeder bestellt sich ein Gericht seiner Wahl, dazu noch ein paar Vorspeisen und dann wird geteilt. Jeder nimmt von jedem Gericht mal ein bisschen was und probiert sich durch die Karte. Vor allem, wenn es die Option für Mixed Pakoda gibt, solltet ihr zuschlagen, denn es ist sehr, sehr lecker. Und keine Angst, vom Schärfegrad her kann man fast alles bedenkenlos essen, denn das Essen ist eben auf unseren europäischen Gaumen angepasst. Die einzigen 2 Sachen, die wirklich scharf sind, sind Vindaloo und Madras. Indisches Essen ist für unsere Verhältnisse relativ salzfrei. Es kommt ganz selten vor, dass es wirklich explizit gesalzen wird. Von daher wundert euch nicht, wenn ihr das erste Mal in so einem Restaurant seid und das Essen nicht so salzig schmeckt, wie ihr es gewohnt seid. Und zum Abschluss noch ein paar Tipps für Restaurantbesuche in Indien. Also, wenn ihr in Deutschland schon oft beim Inder gewesen seid, dann erwartet bitte nicht, dass das Essen in Indien ganz genauso schmecken wird, selbst wenn es genauso heißt. Das Essen, was wir hier in Deutschland bekommen, ist speziell auf unseren Geschmack angepasst, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Schärfetoleranz. Deswegen schmeckt das Essen hier einfach sehr oft sehr anders. Bei meinem ersten Indienbesuch war das ein großer Schock, auch wenn ich mich schon darauf eingestellt hatte. Teilweise gab es nicht mal meine Lieblingsgerichte auf der Karte. Beispielsweise ist Chicken Tikka Masala kein indisches Gericht und auch Mango Chicken ist eine Erfindung der Restaurants hier in Europa.
Und natürlich ist Vorsicht geboten, wenn ihr im Süden unterwegs seid, denn wie ich eben schon gesagt habe, die meisten Restaurants hier in Deutschland bieten nordindische Küche an. Und da kann es euch dann passieren, dass ihr, selbst wenn ihr die gesamte Karte eures Lieblingsrestaurants auswendig kennt, in Südindien steht und nicht wisst, was ihr bestellen sollt, weil ihr das Essen gar nicht kennt, was es dort gibt. Das Essen ist in Indien natürlich schärfer als bei uns. Aber entgegen meiner Vorstellung, dass ich im Prinzip überhaupt nichts essen kann, weil meine Schärfetoleranz relativ gering ist, habe ich mich nach ein bisschen Herumprobieren in Indien eigentlich ziemlich gut verköstigen können. Wenn ihr auch nicht so viel Schärfe vertragt, dann schaut am besten nach Gerichten mit den Endungen Korma, Malai, Shahi und Makhni, denn die sind meistens etwas milder, teilweise sogar gänzlich ohne Schärfe. Wenn es dann doch mal zu scharf ist, auf keinen Fall Wasser trinken. Mit Kohlensäure schon erst gar nicht, aber auch Wasser ohne Kohlensäure ist nicht zu empfehlen, denn das verteilt nur die Schärfe im Mund. Viel sinnvoller ist es, etwas Brot zu essen oder etwas Joghurt. Am besten den Raita, den ihr sowieso bei eurem Thali dazu bekommen habt. Fleischgerichte solltet ihr wirklich nur in Restaurants essen, die vertrauenswürdig aussehen. Denn wer schon einmal auf einem indischen Fleischmarkt gewesen ist, weiß warum. Bei 30 Grad wird das Fleisch auf den Tischen präsentiert, ohne adäquate Kühlung. Und der Weg vom Fleischmarkt zum Restaurant ist vielleicht auch lang. Da kann viel passieren, bis das Fleisch auf dem Teller landet. Und es ist gut möglich, dass man sich dann den Magen verdirbt. Von daher schaut euch das Fleisch immer an, schneidet die Stückchen mal durch und esst sie nur, wenn sie wirklich gut durchgegart sind. Im Zweifelsfall lasst es lieber stehen. Auch bei Streetfood ist Vorsicht geboten. Da müsst ihr ebenso darauf achten, dass das Fleisch gut durchgegart ist und dass an dem Stand selbst möglichst hygienische Bedingungen herrschen. Was ihr auf jeden Fall meiden solltet, sind Eiswürfel und Salat. Eiswürfel werden meistens aus Leitungswasser gemacht und Salat wird mit Leitungswasser abgewaschen, wenn er überhaupt gewaschen wird. Und das Leitungswasser in Indien solltet ihr auf jeden Fall meiden. Wenn ihr schon ein paar Tage unterwegs seid, könnt ihr euch gerne an Filtered Water, also gefiltertes Wasser, wagen. Wenn ihr aber einen empfindlichen Magen habt, dann empfehle ich euch wirklich nur abgepacktes Flaschenwasser zu kaufen. Und auf gar keinen Fall solltet ihr das Wasser nehmen, was ihr einfach so im Restaurant auf den Tisch gestellt bekommt, denn das ist Leitungswasser. Fisch solltet ihr wirklich nur in Küstenregionen essen. Wenn es ihn weit entfernt vom Meer überhaupt geben sollte, dann war der Anfahrtsweg recht lang und der Fisch ist keinesfalls frisch. Außerdem schmecken die Fischgerichte in den Küstenregionen sowieso am besten. Genau wie bei uns. Da geht man ja auch, wenn man an der Nordsee ist, jeden Tag Fisch essen, oder? Eigentlich gibt es so viel noch zu sagen zu dem Thema. Ich glaube, ich mache einfach demnächst mal ein eigenes Video mit Reisetipps für Indien. Aber für heute war es das erstmal. Wenn dieses Video für euch hilfreich war, dann gebt ihm doch ein Like und verbreitet es weiter. Schreibt mir doch in die Kommentare, was euer Lieblingsgericht ist in Deutschland und in Indien. Meins ist in Deutschland Chicken Korma oder Mango Chicken. Ja, ich weiß, es ist nicht so authentisch. Und in Indien selber Shahi Paneer. Bis zum nächsten Mal. Dhanyavad.